Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video soll es mal darum gehen, wie ihr einen eigenen CoTurn-Server für den Dienst Nextcloud Talk installieren könnt, um Videokonferenzen abhalten zu können. Los geht's! Bevor es losgeht, hierzu habe ich mal einen Blogbeitrag gemacht, vor kurzer Zeit. Den könnt ihr euch gerne angucken, den Link dazu habe ich euch unten in die Videobeschreibung gepackt. Und das ist hier ganz schön beschrieben mit ein paar Bildern. Und nach dieser Anleitung werde ich das Ganze machen. Wie gesagt, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann geht es jetzt weiter mit dem Video. Als erstes möchte ich euch einmal erklären, wie der CoTurn-Server funktioniert, beziehungsweise was ist das und vor allem, was macht er. Hierfür habe ich eine kleine Präsentation vorbereitet. Hier seht ihr immer oben links ohne bzw. mit CoTurn bzw. Turn-Server. Das ist eine andere Bezeichnung für CoTurn. Also eigentlich ist die Hauptbezeichnung Turn-Server und die Nebenbezeichnung so CoTurn. Und rechts seht ihr, ob eine Firewall da ist oder nicht. So, in diesem Beispiel haben wir eine Person, das ist die Person 1. Den Unread-Server. Hier haben wir Nextcloud drauf installiert mit dem, Nextcloud mit dem Dienst Nextcloud Talk. Dieser Nextcloud Talk Dienst ist schon so weit eingerichtet, dass man chatten kann, beziehungsweise da muss man dann nichts einrichten. Und der Stun-Server ist schon fertig. Den kriegt ihr von Nextcloud direkt vorgegeben, da müsst ihr nichts einstellen. Und die Person 2, mit der wir uns über Nextcloud Talk verbinden wollen. Als erstes einmal, was braucht Nextcloud Talk eigentlich, um sich verbinden zu können? Nextcloud Talk benötigt im Prinzip nur eine Internetverbindung und dieser Nextcloud Talk Dienst muss immer die IP-Adresse von den Personen wissen. In dem Fall muss jetzt muss jetzt Nextcloud Talk wissen, Person 1 hat IP-Adresse bla 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 und die Person 2 hat die IP-Adresse bla 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 bla. So. Und dann kann die Verbindung aufgebaut werden. Hierzu jetzt noch ein Beispiel. Also Person 1 verbindet sich mit dem Unread-Server und der Unread-Server bzw. der Nextcloud kann dann über den Stun-Server eine Verbindung mit Person 2 herstellen. Das Ganze funktioniert natürlich auch andersrum, dass Person 2 sich mit dem Unread-Server verbindet und dann per Stun-Server direkt weitergeleitet werden kann. In dem Fall ist es eigentlich eher unwahrscheinlich, dass es genau so passieren wird, weil normalerweise hat man immer eine Firewall davor geschaltet. So, heißt, mit CoTurn bzw. Turn-Server, wenn dieser eingerichtet ist, das ich euch danach zeigen werde, nach diesem Beispiel, nach dieser Erklärung, und ein Teilnehmer eben eine Firewall hat, sieht das Ganze so aus, das Beispiel. Person 1, Person 2, Unread-Server, wo Nextcloud Talk drauf läuft, CoTurn-Server und Stun-Server ist beides auf Nextcloud Talk eingerichtet und hier ist jetzt die Firewall. So, Person 1 verbindet sich mit dem Unread-Server, also Person 2 ist diejenige, die die Firewall hat, Person 1 verbindet sich mit Nextcloud Talk. Der Stun-Server versucht, leider vergeblich, die IP-Adresse von Person 2 rauszufinden. Geht nicht. Stun-Server schafft das nicht. Der kann nicht über die Firewall kommen. So, jetzt kommt der CoTurn ins Spiel. Der klettert dann nämlich einfach rüber und findet trotzdem die IP-Adresse raus. Und genauso funktioniert das logischerweise wieder, wenn Person 1 zum Beispiel dann eine Firewall hätte. Das ist eigentlich auch relativ unwahrscheinlich, dass ihr diesen Fall hättet. Dann gibt es jetzt noch einen allerletzten Fall. Das ist so, glaube ich, der wahrscheinlichste. Also man braucht hierfür wieder einen CoTurn bzw. Turn-Server und beide Teilnehmer haben eine Firewall. Also Person 2, Person 1 und den Unread-Server. Hier ist wieder der Nextcloud Talk-Dienst installiert mit CoTurn-Server bzw. Turn-Server und Stun-Server. Der ist eingerichtet. So, hier haben wir jetzt die zwei Firewalls von den jeweiligen Personen. Als erstes einmal Personen, also die Person 2 und die Person 1, können
von der Firewall aus können Sie rausschicken und können sich mit dem Unraid-Server verbinden, in dem Fall ja Nextcloud Talk Dienst. So, der Stun-Server versucht jetzt, die einzelnen Leute zu erreichen und die IP-Adresse herauszufinden, geht aber nicht, schaffen sie nicht, weil die an der Firewall hängen bleiben. Da kommt jetzt wieder der Codehörn ins Spiel und der schafft es, dass die IP-Adressen von den beiden PCs, beziehungsweise können natürlich auch mehrere sein, rausgefunden werden und somit eine Videokonferenz abgehalten werden kann. Deswegen braucht man für Nextcloud Talk, wenn alles super funktionieren soll, einen Codehörn. Und in diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr das Ganze auf der Docker-Version installieren könnt, in dem Fall jetzt auf Unraid. Dann können wir jetzt mit der Installation beginnen. Hier in Unraid angekommen, müssen wir mal in den Apps-Tab wechseln. Hier im Apps-Tab suchen wir mal hier oben im Suchfeld einfach mal Codehörn. Dann, hier wird uns das hier angezeigt, hier Click to Install und dann kommen wir hier rein. Hier müssen wir jetzt ein paar Sachen anpassen. Also erstmal der Name, den könnt ihr auf Codehörn lassen, das ist einfach nur zur Orientierung, damit ihr wisst, aha, das ist der Codehörn. Hier Repository bitte auch lassen, genauso wie Network Type. Hier müsst ihr jetzt was kontrollieren, der Network Type muss Host sein, er darf nicht anders eingestellt sein, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Console Shell Command, passt auf Shell, den Schalter sollte auch aus sein. Turn Server over TCP, genauso wie Turn Server over UDP und die anderen Ports, die hier angegeben sind, die solltet ihr im Optimalfall anpassen. Man kann sie aber auch lassen. Und wie ihr seht, hier die Standardports sind auch hier nochmal unten gelb markiert. Müssen nicht die Standardports sein. Fakt ist nur, wenn ihr andere Ports wählt, müsst ihr euch das merken, weil wir passen später noch irgendwelche anderen Sachen an. Und da ist es wichtig zu wissen, welche Ports man braucht. Im Prinzip kann man die Ports jetzt erstmal so lassen. Wichtig ist jetzt erstmal nur dieser Punkt hier, Config. Hier in diesem Config-Part müssen wir jetzt hier mal auf Edit klicken. Hier ist es jetzt wichtig, folgende Sachen zu machen. Erstens, hier der Name, das ist Config, das können wir so lassen, das ist eigentlich uninteressant. Container Path ist /Codehörn, das solltet ihr so eintragen, wie das jetzt bei mir eingetragen ist. Und auch bitte, wenn hier ein Slash dahinter ist, das wegmachen. Es soll nur /Codehörn heißen. Host Path sollte im Optimalfall auch genau der hier sein, den ihr da eintragt. Kann aber auch abweichen, wenn ihr zum Beispiel ein Unraid frisch installiert habt, dann sind das hier die Standardpfade. Und hättet ihr jetzt irgendwas in eurem Unraid-Server angepasst, dann solltet ihr das hier möglichst auch anpassen. In meinem Fall habe ich nichts angepasst von den Pfaden her und deswegen heißt es bei mir /mount, /user, /appdata, /codehörn. Das sind die Daten, wo die Dinger reingespeichert, also wo der Codehörn dann letztendlich liegt. So, Default Value, das bitte auch anpassen. Hier muss /mount stehen, dann, also in meinem Fall /mount, /disk1, /appdata, /codehörn, /turnserver.conf. Diese turnserver.conf, die passen wir nachher noch an, da komme ich aber später zu. Also wie gesagt, das hier ist in meinem Fall richtig und das sollte bei den meisten auch der Fall sein. Wenn nicht, wenn das bei euch nicht der Fall sein sollte, weil ihr was geändert habt, müsst ihr das selbst herausfinden. Weil, da gibt es nicht wirklich eine Musterlösung, kommt halt darauf an, wie ihr es angepasst habt. Read and Write ist soweit richtig, da nichts ändern. Hier Description können wir auch lassen. Dann bitte auf Save klicken, wenn ihr das Ganze habt. Dann könnt ihr hier jetzt einfach runterscrollen. Dann können wir hier auf Apply gehen. Wenn das Ganze fertig installiert ist und ihr schon dann geklickt habt und im Optimalfall steht dann auch The Command Finished Successfully, dann solltet ihr wieder hier sein. Hier könnt ihr jetzt auf Docker klicken und hier seht ihr jetzt eure Übersicht an Dockern. Hier sehen wir jetzt schon den neuen Codehörn-Server. Da müssen wir jetzt noch ein paar Sachen bearbeiten. Und hier ist jetzt erstmal wichtig zu sagen, hierfür brauchen wir jetzt gleich einen Editor, um ein Skript anzupassen, beziehungsweise eine Config-Datei, diese turnserver.conf müssen wir jetzt nämlich anpassen. Ich bin mittlerweile mal auf einen Windows-PC gewechselt, um den Schritt gleich durchzuführen. So, hier
das ist, wie ihr seht, mein Blogbeitrag. Den findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und hier könnt ihr jetzt mal runterscrollen und hier müsst ihr mal draufklicken. Diesen Link übrigens findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und hier sehen wir jetzt ein super langes Skript, beziehungsweise eben diese turnserver.conf-Datei. Und die müssen wir uns hier mal kopieren. Dafür müssen wir erstmal alles markieren. So, wenn wir das jetzt gemacht haben, einmal STRG C für kopieren. Und jetzt können wir mal einen neuen Notizzettelchen öffnen. Und hier können wir das Ganze mal einfügen. So, dann scroll ich hier mal hoch. So, und jetzt müssen wir hier ein paar Sachen anpassen. Als allererstes sehen wir hier schon mal den Listening Port. Das müssen wir einmal auskommentieren. Also das nennt man so, wenn man das Hashtag hier davor einfach entfernt. Und hier muss jetzt der Port hin, den wir vorhin auch da angegeben hatten. Das ist der Standardport 3478. Der ist da immer drin reingeschrieben. Könnt ihr natürlich dann auch ändern, wenn ihr wollt. Also wenn ihr das im Unread-Config geändert habt, dann solltet ihr das hier auch ändern. Dann, um uns die Arbeit zu erleichtern zu können, gehen wir hier mal auf Bearbeiten und dann auf Suchen. Und da haben wir jetzt hier ein schönes Suchfeld und da können wir jetzt immer die Sachen eingeben, wo wir hinspringen wollen. In dem Fall brauchen wir hier erstmal Fingerprint. Da. Hashtag entfernen, also einfach auskommentieren. Und dann Use of Secret. Das ist das hier. Damit aktivieren wir jetzt ein Passwort. Das würde ich euch immer empfehlen. Und jetzt brauchen wir static -of -secret. Ach genau, das haben wir hier gleich. Gleich hier daneben, darunter. Hier Hashtag wieder entfernen und hier gleich bei ist gleich. Das müsst ihr jetzt euer Passwort angeben. In meinem Fall wäre das von dem Beispiel vorhin sicheres Passwort. Und dann können wir weitersuchen. Als nächstes kommt Realm. Jo, da müssen wir noch ein ist gleich hinmachen. Genau, weil dann wird das nämlich gleich woanders angezeigt. Und hier muss jetzt eure Domain hin. Ich gebe jetzt da einfach mal einen Beispielnamen an, deindomain.de. Dann brauchen wir noch total -quota. Das müssen wir hier wieder Hashtag entfernen und das muss auf 100 gestellt werden. Dann brauchen wir BPS Capacity. Hier können wir auch gleich dieses Leerzeichen entfernen. Und das kann bei 0 bleiben. Jetzt noch Stale Nonce. Hier das Ganze können wir bei 600 lassen. Und zum Schluss no multicast peers. Und das hier jetzt noch als letztes. Und damit können wir das Ganze jetzt schließen. Und dann können wir das Ganze jetzt speichern. Und hier nenne ich das jetzt einfach mal. Und jetzt müssen wir mal WinSCP öffnen und mal uns kurz verbinden. Hierfür müsst ihr euer Unread nehmen und müsst euch mal anmelden. Hier werdet ihr jetzt nach dem Passwort gefragt, das müsst ihr hier mal eingeben. Dann können wir hier jetzt, wenn wir das Passwort eingegeben haben, mal auf OK klicken. Und dann werden wir gleich verbunden. Wenn ihr im Stammverzeichnis seid, müsst ihr in meinem Fall /mount /user /appdata /codeturn. Da müsst ihr jetzt mal rein. Und hier müsst ihr jetzt mal euer Config-File holen. Das ist in meinem Fall das hier. Und das müsst ihr jetzt einfach mal rüberziehen. Ganz chillig einfach rüberziehen. Und dann ist das Ganze hier drin. Jetzt müsst ihr nur noch einen Rechtsklick drauf machen.
und auf Umbenennen klicken und jetzt nennt ihr das Ganze turnserver.conf. Wenn das Ganze fertig ist, dann ist das eigentlich auch schon erledigt und dann können wir hier das Fenster schließen. Wir hier auf Unread angekommen, können wir hier in Docker-Tab wechseln und einen Linksklick auf Restart. So, jetzt ist er wieder gestartet und dann müssen wir jetzt mal uns auf unsere Cloud einloggen. Und das geht übrigens nur als Admin, was ihr jetzt machen müsst. So, als erstes einmal, habt ihr die Nextcloud Talk App schon oder noch nicht? Ich habe sie schon, trotzdem zeige ich nochmal, wie ihr sie installieren könnt. Einmal auf Apps, hier im Suchfeld einfach Talk eingeben und hier seht ihr sie schon, ja sieht man gerade nicht, aber das hier ist die App und hier müsst ihr dann einfach auf Herunterladen und Aktivieren klicken. Das war's schon, dann ist runtergeladen. So, dann als nächstes müssen wir hier auf Einstellungen und müssen hier ganz runter scrollen auf Talk. Und hier können wir jetzt so weit runter scrollen. Stun-Server, das ist hier schon angegeben von Nextcloud. Dürfte bei jedem gleich sein. Und hier der Turn-Server. Hier können wir einen neuen Server hinzufügen. Wichtig ist, bevor wir das jetzt machen, müssen wir noch kurz Freigaben machen. Ich habe eine Fritzbox 7530 und ich möchte euch hier an diesem Beispiel zeigen, wie ihr das Ganze einrichten könnt. Wie ihr seht, habe ich hier schon eine große Freigabeliste für meinen Unraid-Container, für mein Unraid erstellt. Und entweder könnt ihr hier da einfach weitermachen oder wenn ihr noch nicht sowas habt, einfach Gerät für Freigabe hinzufügen. Ich bearbeite das jetzt mal hier an den Sachen, die ich schon habe. So, hier oben müsst ihr erstmal das Gerät auswählen. Nachdem der Name ausgewählt wurde, wurde automatisch die IP-Adresse übernommen. So, scrollen. Und hier gehen wir jetzt auf Neue Freigabe. Hier müssen wir jetzt einmal folgende Ports einmal freigeben. Erstmal Anwendung, andere Anwendung würde ich euch empfehlen. Ich nenne es jetzt mal CodeTurn TCP. Und Protokoll ist in dem Fall TCP. Und der Port ist hier 3478 im Beispiel. Und dann könnt ihr hier einfach draufklicken. Voila, alles wird zusätzlich freigegeben. So, und jetzt blende ich euch einfach nur mal die Ports ein, die ihr sonst noch braucht. Und zwar, wir brauchen sonst noch UDP, den gleichen Port, 3478 also. Und, also heißt einfach hier nochmal das hier, die Freigabe. Und dann halt einfach auf OK. Und da dementsprechend würde ich es dann auf UDP umbenennen. Und UDP hätte ich dann Nummer 2 genannt. Und da müsst ihr vom Port 49, von Port 49.152 bis Port 49.172 und der Port extern gewünscht, könnt ihr den hier einfach lassen, den ersten. Und dann könnt ihr hier auf OK klicken. Wenn ihr diesen ganzen Portfreigaben gemacht habt, wird eure Fritzbox, wenn ihr eine Fritzbox habt, daraus 6 Freigaben machen. Nicht wundern, das ist dann einfach die IP-Adresse und die MAC-Adresse. Wenn ihr alles fertig habt, einfach auf OK klicken und übernehmen. Klicke ich dann immer, bis hier alle Statusteile leuchten. Und ja, damit haben wir jetzt die Portfreigaben gemacht. Dann nochmal zurück zu Nextcloud. Hier müssen wir jetzt einmal unsere Adresse eingeben von unserer Cloud. Hier, das kommt immer, wenn ihr da irgendwas anpasst. Hier einfach eure Domain eingeben. Doppelpunkt, den Port, den ihr gewählt habt. Wie gesagt, der Standardport ist hier 3478. Und hier dann das Passwort, das wir vorhin gewählt haben. Also das, was ich immer sicheres Passwort genannt habe. So, wenn wir hier alles eingetragen haben, das ist jetzt mein richtiger CodeTurn, dann können wir hier mal auf diesen Server testen klicken. Und wunderbar, das Häkchen ist da und der Server sendet etwas zurück. Das war es auch schon von diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir das gerne mit einem Daumen hoch zeigen. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr den Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.